Herzensgrüße vom 22. Juni 2025. Zwischen Antrag, Angriff und dem Anfang vom Ende. Hallo ihr Lieben. Manchmal liegen Freude und Verlust so nah beieinander, dass man kaum weiß, ob man nun lachen oder weinen soll. Ein Antrag in Badisch. Es begann mit einem echten Highlight. Die Beresino Boys versammelten sich zum Gruppenfoto und Bitwanted, der Junior der Truppe, machte tatsächlich dem Frauele, wie er sie liebevoll nennt, einen Antrag. Ich vermute in bestem Badisch. Ein Moment, der das Herz berührte. Und natürlich auch mich. Zwischen leuchtenden Augen, leichtem Erröten und ehrlicher Rührung. Ich wünsche den beiden alles erdenklich Gute für die gemeinsame Zukunft. 2 Schüsse, 2 Verluste. Doch kaum war die Freude verklungen, kamen die Schatten. Yannick, allein unterwegs, wurde in Balota getötet. Und Pinky, treuer Gefährte, stiller Wächter, den erwischte es bei Komirna. Von hinten. Ein eiskalter Schuss, vermutlich aus einer Flinte. Ich versuchte noch, seine Sachen zu retten, was mir auch gelang. Doch vom Täter fehlte zunächst jede Spur. In Mogilewka sah ich Zombies, dann einen Überlebenden, der in Richtung Norden floh. War er es? Ich ließ ihn ziehen. Manchmal reicht es zu wissen, was man hätte tun können. Ein Gefangener. Später tauchten von Bausch und Bruder Nickel am Camp in Prigorodki auf, mit einem Gefangenen hinten in ihrem roten Saka. Sie hatten ihn nach einem Angriff auf sie gestellt und wollten ihn den Autoritäten übergeben, wie sie sagten. Ich zuckte mit den Schultern. Es gab keine Autoritäten mehr. Und auch die Bambi-Besserungsanstalt, liebevoll die BBA genannt, war Geschichte. Dennoch hörte ich mir ihre Erzählung ruhig an. Sie schilderten, wie sie unter Beschuss geraten waren und ihn stellen konnten. Der Gefangene, der sich später als Jakey vorstellte, bestritt zwar alles, aber ich vertraute auf das Wort der beiden, zumal auch ich die Schüsse zuvor gehört hatte. Ja, und ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 hatte die Situation sogar heimlich beobachtet und bestätigte ihre Version im Nachhinein. Kurz kam das Gespräch auf eine andere Lösung. Nickel sprach davon, man könne ihn auch in ihrer Kirche befragen. Eine Idee, bei der ich innerlich zusammenzuckte. Nicht, weil ich den Vorschlag nicht verstand, sondern weil ich um die symbolische Wirkung solcher Orte wusste. Zu viele Erinnerungen, zu viele Schatten, die in sakralem Gemäuer lauerten. Ich bat darum, den Mann nicht weiter festzuhalten, nicht aus falscher Milde, sondern aus Prinzip. Er war verwirrt, ja, aber kein Monster. Er behauptete zwar, der Böse zu sein, doch in seinen Augen sah ich, dass er noch nicht vollends zum Monster geworden war. Ja, wir konnten ihm noch helfen, zumindest solange er die Chance bekam, nicht zu einem Monster zu werden. Ein kleines Detail ließ mich dennoch aufhorchen. Auf meine Frage, ob er zu Misha gehörte, antwortete er entschieden mit Nein. Zu schnell, zu beherzt, zu endgültig. Und er fragte auch gar nicht, was Misha denn sei. Ich scherzte, dass das schade sei. Als Misha-Mitglied könne ich nämlich getrost am Leben lassen. Er verstand den Witz nicht, aber ich klärte die Situation schnell auf. So erzählte ich ihm auch von unseren Camps und unseren Prinzipien. Ich zeigte ihm, dass man auch in Tschernaros anders leben konnte. Am Ende ließen wir ihn gehen. Er trank noch etwas Wasser am Brunnen und verschwand dann in der Stille. Und auch wenn ich seinen Namen vermutlich nicht richtig notierte, hoffte ich, dass er sich an unsere erinnerte und an das, was wir an diesem Tag gezeigt hatten. Und täglich grüßt Balota. Kaum war er frei, kam der nächste Notruf. Yannick, erneut in Balota, erschossen. Nickel von Bausch und ich fuhren gemeinsam zum Ort des Geschehens. Yannick stürmte. Ich sah, wie er gerade wieder fiel. Doch auch sein Mörder war zuvor wohl von ihm erwischt worden. Ich gab noch einen Schuss in Richtung des Killers ab, bevor er floh, sicherte Yannicks Sachen und reparierte seinen schwarzen Gunther, zumindest notdürftig. Von Bausch und Bruder Nickel versprachen sich um das Fleischproblem, wie sie es nannten, zu kümmern. Ich frage lieber nicht weiter. Noch wer in Pink? Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 beobachtete unterdessen die Küste bei Nischneue. Ein stummer Überlebender rannte vor ihr weg und ignorierte sie komplett. Die längste Zeit folgte sie ihm und redete auf ihn ein, wie es halt für sie typisch ist. Schließlich wurde er von einem Boot abgeholt. Darin saß Steve. Er trug eine pinke Armbinde. Ein Versehen oder ein subtiler Versuch, sich in den Orden von Mortana einzuschleichen? Die Farbe Pink ist gefährlich nah an den Markierungen der von Bausch-Fraktion. Da kann es schnell zu Verwechslungen kommen. Das sagte Süder dann den beiden auch. Ein Angriff und eine gute Tat. Bei Kamischowo kam es zu einer Schießerei. Eine Leiche lag am Pier und beim Auffangzelt befand sich Safira.
Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 stieß unterwegs in den Süden auf Whisky im Adder, der sie mitnahm. Am Ort des Geschehens angekommen, sicherte Süder die Umgebung. Banana Ops kamen und halfen. Sie spendierten 2 Militärzelte. Kleine Taten mit großer Wirkung. Am Ende konnte die Basis von Saphira verteidigt werden, aber die Gruppe entschied, dass dieses Heim nun nicht mehr länger sicher sein würde. Fisch, Feuer und heilige Früchte. Der Abend in Prigorodki klang vertraut. Ich angelte mit Nigo und Selina und natürlich war auch Silas wieder da. Wir saßen am rituellen Lagerfeuer. Auch von Pausch und Nickel ließen sich die gemeinsame Zeit am Feuer nicht entgehen. Silas hatte keinen Bart mehr. Als ich fragte, warum, deutete er mit den Früchten das Wort Fin an und anschließend in. Ich verstand das nicht so recht, was er damit meinte. Scherzte, ob das jetzt in sei, keinen Bart zu haben. Aber da schlug er nur mit der flachen Hand in sein Gesicht und stöhnte resigniert. Gut, vielleicht verstand ich ihn doch noch nicht so ganz. Aber er hatte immerhin gesprochen, zumindest auf seine Art. Von Bausch und Nickel grillten ebenfalls. Hoffentlich nichts, was zuvor 2 Beine und eine Seele gehabt hatte und nicht gegackert hat. Später holten sie sich noch eine Glühbirne für ihr Auto ab und fuhren weiter. Teleport, please. Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 meldete auf ihrer abendlichen Runde Chaos in Solnitschny. Bambis mit merkwürdigen Forderungen. Teleport, please. Sie reagierte pragmatisch, wie immer, und half mit Schüssen aus. Aber es zeigte, wie fragil unsere Ordnung manchmal ist und dass es im Norden irgendwo mal wieder ordentlich gekracht haben musste. Außerdem merkte sie an, dass die Banana-Ops ihr jetzt jede Menge Munition schulden würden. Als sie in Beresino ankam, übergab sie Yannick später noch eine neue Armbrust. Ein Gespräch mit Rob. Und dann kam Rob. Erst in Beresino, dann später in Prigorodki als Bambi. In Beresino wurde er von Yannick und ersetzbarem Crewmitglied begrüßt. Dort sprach er vor dem laufenden Gefecht und wie viele der Gegner er bereits erledigt hatte. Außerdem versprach er, die Beresino Boys fortan nicht mehr anzugreifen. Sie seien einfach zu wenige, er suche starke Gegner. Aber nun hatten sie ja einen neuen Feind gefunden, die Banana-Ops. Später in Prigorodki rettete ich ihn vor Zombies, versuchte ihn zu stabilisieren, aber das Zelt war leer, keine Medikamente, keine Blutkonserven. Wir redeten lange, über früher, über das Jetzt. Dann bat er mich um einen letzten Moment und entschied zu gehen. Vermutlich suchte er einen besseren Spawn, näher am Gefecht. Ich bestattete ihn still. Zum Schluss war ich leer, aber voll von Eindrücken, zwischen Liebe und Verlust, zwischen Schüssen und Schweigen, aber irgendwie, trotz allem, auch voller Hoffnung. In diesem Sinne, passt auf euch auf und bleibt am Leben. Gezeichnet Herz aus Gold.